Ich komme gleich wieder, die Kamera ist runtergeflogen. Oh, habe ich nicht gesehen. Ja, macht nichts. Ich gehe gerade mal gucken. Wo eben wär's? Ja, die ist gerade eben hier runtergeflogen. Okay. Ich muss. Nichts liegen sehen. Ist sie runtergefallen? Ja, das ist möglich. Jetzt gehe ich hier auf Bluetooth verbinden. Sie hat sie schon. Also die muss hier irgendwo verbinden. Du siehst sie? Oh, perfekt. Danke. Da komme ich hin, das geht, glaube ich. Danke. Bleib du stehen. Ich gehe. Ha. Jawohl, Kamerarettungsmission mit Micha erfolgreich geglückt. Jawohl, danke. Kamera gerettet. GPS gefunden oder wie? Ja, jetzt haben wir hier gerade alles aufnehmen und orten können. Was ist da? Ist der Clip abgegangen oder was? Ja, ich muss so einen Sicherheitsclip besser nehmen als nächstes Mal. Da ist der Clip noch am Moped. Ich hoffe es. Muss ich mal gucken. Herrlich. Schaut euch allein die Landschaft hier an. Pertisau am Aachensee. Der Herbert, der fährt vorne weg. Der hat sich heute eine schöne Tour für uns ausgedacht. Geht durchs Zillertal. Und dann werden wir ein paar Almen anfahren über kleine Schotterstraßen. Und da bin ich schon gespannt drauf, was wir heute alles zu sehen bekommen. Wetter passt schon mal motorradtechnisch. Es ist nicht zu heiß, nicht zu kalt. Aktuell 19 Grad Lufttemperatur. Also genau passend. Hier wunderschön zu sehen, der Aachensee zu unserer Linken. Noch kurz zur Erläuterung, für dieses Wochenende bin ich an den Aachensee gefahren, um mich dort mit ein paar Forumsteilnehmern zu treffen. Einmal haben wir hier Max und Liane, die Scrambler-Brüder Herbert und Marc und schließlich noch den Forumsgründer selber, Micha, der manchen auch als Mimoto bekannt sein dürfte. Na, dann legen wir mal los.
da hinten geht schon langsam die Sonne auf. Wir haben kurz vor 6, es ist noch etwas frisch mit knapp 12 Grad. Und ich möchte mich heute aufmachen vom Aachensee zum Großglockner, weil der ist hier nicht ganz so weit entfernt. Und ich bin so zeitig unterwegs, weil es am Nachmittag zu heftigeren Regenschauern und Gewittern kommen soll. Und da möchte ich den auch rechtzeitig erwischen, wenn ich schon mal hier in der Nähe bin. Und Großglockner, das ist so ein sagenumwobener Name und auch seine Edelweißspitze. Und ich möchte es jetzt einfach unbedingt mal sehen. Und das ist wohl irgendwie so ein Ziel, das muss wohl jeder Motorradfahrer mal angefahren haben. Also ich bin schon ziemlich gespannt drauf, was mich dort erwarten wird. Schauen wir mal. Das Herrliche zu diesen frühen Uhrzeiten ist natürlich, dass man die Straßen für sich hat. Ich fahre hier jetzt gerade die Gerlosstraße entlang, die auch über den Gerlos-Pass führt. Den Winterskiort Gerlos habe ich bereits hinter mir. Und es ist ebenfalls ein ganz neuer Pass für mich, bin ich noch nie gefahren. Und es ist einfach herrlich, die frische Luft um die Uhrzeit, die Straße, das Motorrad. Ich glaube, ich brauche euch nicht viel mehr zu erzählen. Wir befinden uns jetzt auf der Hochalpenstraße, also der Großglocknerstraße B107. Die ganz Fitten, die sind hier schon auf Zweirädern, muskelbetrieben unterwegs. Da fühle ich mich doch ganz glücklich auf meinem Motorrad. Ist das schon mal ein Anblick gleich zu Beginn. Die Hochalpenstraße des Großglockner verläuft von Bruck bis nach Heiligenblut und zieht sich über 47,8 Kilometer. Nimmt man die Distanz von Mautstation zu Mautstation, so sind es 29,9 Kilometer. Die höchsten Pässe im Streckenverlauf ist das Fuschertörl mit 2428 Meter und das Hochtor mit 2576 Meter. Die beschauliche und bekannte Edelweißspitze auf ca. Mitte der Strecke hat eine Höhe von 2571 Meter. Aber mal unter uns. Ich wusste ja nicht, was mich erwartet. All diese Zahlen und Daten verblassen völlig und sind gehaltlos, wenn man erst einmal gesehen hat, von welcher Schönheit diese Passstraße ist. Für mich gehört sie seitdem zu den schönsten, die ich bisher gefahren bin. Aber seht selbst.
Das war er also, der Großglockner. Ein wirklich unglaubliches Bergmassiv, was zu allen Seiten immer wieder unglaubliche Panoramen bietet. Also ich bin sehr schwer beeindruckt. Kommt für mich definitiv auf die Liste auf der Pässe, die man gesehen haben muss. Da reiht er sich ganz sicher mit ein. Einen Tipp, den ich dazu jetzt aus eigener Erfahrung von dem einen Mal, dass ich heute hier gewesen bin, ganz klar geben kann: rechtzeitig da sein. Ich war unten an der Mautstation circa 8:30 Uhr und es war wirklich gerade noch der richtige Zeitpunkt. Die meisten fangen da erst an mit dem Frühstück oder sind noch beim Frühstück und man ist dann hier nur mit ein paar supersportlichen Rennradfahrern dann unterwegs auf diesem Berg, vereinzelt 2, 3 Motorradfahrer, aber das war es dann auch schon. 2 Stunden später wird es dann nämlich auch wirklich voll. Und das könnte bei manchen von euch den Fahrgenuss etwas trüben. Also von daher einfach mal rechtzeitig aufstehen und dann steht dem ganzen Fahrspaß auch nichts im Weg. Für mich geht es jetzt wieder zurück an meine Station, an den Aachensee. Und euch sende ich viele liebe Grüße, alles Gute und wie immer allzeit gute und sichere Fahrt und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.